Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 6 Themenvideo. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, Leaks, Gerüchte, haarsträubende Vermutungen, all das haben wir in den letzten Wochen erleben dürfen und deswegen ist es immer gut, wenn EA bzw. DICE sich offiziell zu gewissen Themen und Gerüchten äußert und unsere ungewissen und geschundenen Seelen endlich wieder offizielle Informationen erhalten. Das Ganze haben wir jetzt im Rahmen des Q4 Conference Call bekommen. Das ist eine Informationsveranstaltung für den Finanzmarkt, ist ganz typisch einfach für Wirtschaftsunternehmen. Das Ganze hat zwar schon am 11.05. stattgefunden, trotz alledem sind da sehr, sehr viele interessante Themen und vor allem auch konkrete Aussagen, insbesondere auf die Themen, die uns ja alle interessieren. Wann kommt der Reveal-Trailer? Kann ich das kommende Battlefield auch auf Current Gen, sprich auf PS4, etc. spielen? Das alles wurde beantwortet. Ja, ich gehe die Punkte mit euch gemeinsam peu à peu durch. Ich muss nur leider sagen, ich habe die jetzt nicht nach Priorität geordnet, sondern so, wie sie im Bericht bzw. im Gespräch abgelaufen sind. Also, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann müsst ihr euch das Video leider bis zum Schluss anschauen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich die einzelnen Topics wie immer in den Kapiteln verlinken. Vielen Dank erstmal dafür. Reinstarten werden wir mit der Eröffnung. Ich wollte schon Eröffnungsplädoyer von Andrew Wilson, dem CEO, der sich auch wiederum zu vielen Themen geäußert hat. Unter anderem zum Thema Mobile-Markt. Ihr wisst ja, es ist offiziell schon bestätigt worden, dass ein Battlefield-Teil auch für Mobile kommen wird. Auch für Apex Legends soll es kommen. Und dass das einer der Schwerpunkte bei EA sein wird, um da einfach noch mehr Zielgruppe abzugreifen. Ganz konkret heißt es, sie möchten ihren Umsatz in dem Bereich auch nochmal verdoppeln und einfach die generelle Reichweite erhöhen. Das kann man natürlich einerseits nachvollziehen, weil Mobile-Markt ist sehr, sehr stark. Da ist Pay-to-Win auch überhaupt kein Fremdwort. Da kann man ganz andere Dinge noch implementieren, Werbeeinnahmen generieren, etc. Also aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es natürlich sehr, sehr interessant. Das muss man irgendwo verstehen, dass man so etwas näher betrachten möchte. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also mich interessiert das natürlich null, ob jetzt da ein Battlefield Mobile kommt oder nicht. Das weiß nicht, werde ich mir wahrscheinlich einmal anschauen, dann nie wieder anfassen. Und solange uns das im Main Game nicht tangiert, ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht. Und nachdem wir ja wissen, es ist ein separates Entwicklungsstudio dafür beauftragt und es werden da auch, so ist es zumindest der Anschein, separate Finanzpools, also Geldpools bereitgestellt, sollte uns das nicht stören und wir werden ja sehen, was da auf uns zukommt. Er geht dann nochmal ganz konkret darauf ein, dass Battlefield, das kommende Battlefield mit 2 komplett neuen Erfahrungen oder neuen Erfahrungen daherkommt, beziehungsweise so hat er das angekündigt und bezieht da insbesondere die Entwicklungsstudios DICE Stockholm, DICE LA und eben Criterion Games mit rein. Explizit in diesem Absatz ist eben nicht erwähnt, dass der Mobile-Ableger Industrial Toys, also die Mobile-Komponente entwickeln werden, sondern das bezieht sich aufs Main Game. Sprich, DICE Stockholm wird das Hauptspiel entwickeln, so wie sie es immer getan haben. LA macht dann eher so die Add-ons, beziehungsweise sind jetzt natürlich voll im Main Game in der Entwicklung mit eingebunden und unterstützen das Ganze auch. Und Criterion wird ein separates Game natürlich auf Basis des aktuellen Battlefields für einen Battle Royale Modus entwickeln. Und ja, das ist jetzt mal zumindest meine Behauptung, aber ich denke, da sind wir wirklich nicht weit davon entfernt. Nächster Topic. Mein Gott, ist da diskutiert worden über den Reveal-Trailer und wann kommt er und wie und geheime Zeichen waren in Skizzen von Tom Henderson und ich will euch gar nicht sagen, wie viel da Twitter, Reddit und so weiter abging. Auch ich habe mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen beeinflussen lassen. Ich habe zwar nicht so viel dazu contentseitig gemacht, aber ich habe mich schon auch erwischt, wie ich immer am Handy war und kommt der Trailer jetzt, kommt er nicht. Und natürlich kam er nicht. Aber es wurde jetzt eben auch offiziell angekündigt, dass er im Juni kommen wird. Also Soon, June, Boom wird eintreten. Und wenn ihr jetzt mit Soon, June und Boom nichts anfangen könnt, dann lebt ihr wirklich hinterm COD-Mond. Da kann ich euch dann leider auch nicht mehr helfen. Zudem
wird es mal wieder ein Best-of-Class-Gameplay geben und ein Live-Service wird uns versprochen. Das heißt, es wird keine bezahlbaren DLCs geben und ja, das finde ich soweit auch gut, also diese vollständige Abkehr vom DLC-Format, weil das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß meiner Meinung nach und braucht man nicht. Viele andere Games, siehe Warzone und so weiter, funktionieren ja auch ohne Bezahl-DLCs. Aber, und da war Battlefield 5 wirklich ein absolutes Negativbeispiel, es muss halt auch der Content kommen und der kam bei Battlefield 5 nicht. Also, wenn man das switcht, muss man sich an die eigengesteckten Termine halten, man muss kontinuierlich Content nachliefern, Updates nachliefern, Bugfixes und so weiter und so fort. Also das, was man eben auch für so einen Long-Life-Service dann auch benötigt, schaffen andere Spiele auch. Sollte so eine Riesenfirma wie EA mit diesen genialen Entwicklerstudios und dem, wie sie ja selber sagen, noch nie dagewesenen Ausmaß an Entwickler Kapazität bzw. Team und so weiter, sollte auch das hinbekommen. Und wenn das funktioniert und kontinuierlich funktioniert, dann kann man diese ganze DLC-Modellschose auch ohne schlechtes Gewissen auf den Speicher legen. Aber wie ist denn eure Meinung dazu? Ich weiß ja, viele von euch sind Anhänger dieses Modells, wobei ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, okay, das liegt ganz einfach auch an Battlefield 5 und dem Thema, was nicht funktioniert hat und den Vorgängerteilen, wo eben diese Bezahl-DLCs kamen, natürlich auch jede Menge neuer Content mit ins Game gekommen sind, ist ja logisch. Aber lasst mich das gerne nochmal in den Kommentaren wissen. Und wir werden uns in der Zwischenzeit einfach mit den weiteren Themen beschäftigen. Es gab noch sehr viel an Finanzinformationen, Wachstumsaussichten und so weiter. Ist natürlich wirtschaftlich alles sehr interessant. Passt jetzt, glaube ich, aber ja, in dieses Video nicht so wirklich rein, beziehungsweise generell nicht in das Gaming, weil wie viel Geld und in welchem Zeitraum EA verdienen wird, naja, ist jetzt nicht unser Thema. Wen das Ganze natürlich trotzdem interessiert, dem habe ich den kompletten Bericht in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da gerne mal mit rein. Ich finde aber viel interessanter den nächsten Punkt, der jetzt kommt, und zwar, das ist die Fragerunde, in der Hauptaktionäre eben die Möglichkeit hatten, konkrete Fragen zu stellen, und auch da können wir wieder einiges an wichtigen und interessanten Themen für uns rausziehen. Die erste spannende Frage von Goldman Sachs lautet: Wird das kommende Battlefield nur für Next-Gen oder auch für die aktuelle Konsolengeneration verfügbar sein? Und jetzt schnallt euch an, Leute, ihr könnt das neue Battlefield auch auf einer PS4 bzw. Xbox spielen. Und das hat mich komplett überrascht. Bin ich ganz ehrlich, weil die ganzen offiziellen Hinweise und auch Vermerke von DICE haben alle komplett dagegen gesprochen, weil sie immer wieder betont haben, okay, wir nutzen die Power, die Engine von den Next-Gen-Konsolen, um größere Maps, bessere Effekte, was Destruction und Wetterveränderung und so weiter betrifft, nutzen wir. Und jetzt heißt es auf einmal, okay, es läuft auf den alten Konsolen auch. Und jetzt, ja, weiß nicht, ich war auch komplett der Meinung, so kann man sich eben täuschen. Ich bin natürlich einerseits wirklich froh, dass es für die alten Konsolen auch noch kommt, weil ansonsten hätten sehr viele einfach das kommende Battlefield erstmal nicht spielen können, außer sie hätten sich über eBay oder sonst was eine Konsole für 1000 Euro gekauft, was man ja auf gar keinen Fall unterstützen sollte. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich stehen, wie möchte DICE das Ganze jetzt erstmal umsetzen? Also wie soll Current Gen 128 Spieler auf einer größeren Map schaffen? Wird da grafisch dann abgespeckt oder sind gewisse Modi halt PC und Next Gen dann doch vorbehalten? Also die ganz großen Karten mit der ganz großen Spieleranzahl, oder überschätzen wir die Thematik da einfach? Weil jetzt denken wir mal zurück, denkt mal an Battlefield 4, ja, und denkt mal, wie lang ist das Game schon her, beziehungsweise wie alt ist das Game schon? Erinnert euch an die Kartengröße, erinnert euch an das Zerstörungslevel, das wir da haben. Denkt an Battlefield 5, denkt da an die Grafik, denkt da daran, wir haben hier schon Witterungsveränderungen und so weiter. Klar, große Spieleranzahl, noch größere Karten, noch bessere Grafik und so weiter, das kann alles noch sehr große Auswirkungen eben haben. Vielleicht bedeutet das Ganze aber auch einfach, ja, das Thema, was wir auch schon öfter gehört haben, und zwar den Soft Reboot und den ganz großen Meilenstein an der Weiterentwicklung werden wir erst zum nächsten Battlefield, ob das dann Battlefield 7 oder sonst wie heißt, erfahren. Ich weiß es nicht. Fragen auf jeden Fall. Ich bin da sehr auf eure Meinung in den Kommentaren
gespannt. Ich selber enthalte mich da jetzt erstmal ein Stück weit zumindest, weil ich habe aktuell keine Vorstellung oder kann mir da auch nicht wirklich was zusammenreimen, wie DICE bzw. EA das umsetzen möchte. Und ja, auch die offizielle Antwort, die bleibt aus meiner Sicht ein bisschen schwammig, weil von offizieller Seite da mehr die Darstellungstiefe der Wetterveränderung, der Zerstörungseffekte und so weiter gemeint ist. Nur da frage ich mich halt auch, ja, ist das wirklich alles? Kann es das wirklich sein? Also da würde ich sagen, schauen wir mal. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was uns da erwarten wird. Dann gab es noch, finde ich, eine sehr interessante Frage von Benchmark Company und die zielte eher auf das Thema nochmal Premium-Erfahrung oder nennt es Pay-to-Win oder wie auch immer und wie es denn zu Battle Royale nochmal aussehen würde, ob das irgendeine Berücksichtigung findet. Auch da bleibt man seitens EA eher schwammig und sagt halt, okay, alle offiziellen Informationen, die werden halt im Juni und during the summer kommen und peu à peu kommen und so weiter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, der Pay-to-Win-Verdacht bzw. Frage, die kommt aus dem Sportbereich, also sprich FIFA, da das ja sehr, sehr gut funktioniert und so weiter. Ich kann mir das ehrlicherweise aber nicht vorstellen, also weder, dass man irgendwelche Vorteile durch Pay-to-Win bei einem Shooter bzw. speziell bei Battlefield haben sollte oder DLCs haben wir im Vorrang auch schon mal ausgeschlossen gehabt, also das glaube ich auch nicht und hoffe ich auch nicht, weil wenn da irgendwas im Pay-to-Win-Bereich kommt, dann weiß ich nicht, wo ich hinbrechen soll, aber das würde aus meiner Sicht gar nicht klar gehen, Leute. Zusammenfassend bleiben für mich auf jeden Fall zwei wesentliche Punkte hängen. Das ist einmal, das neue Battlefield kann jeder zocken, das heißt, wir, egal ob PS5, PS4, Xbox Series X, alle können das spielen, PC-Layer sowieso. Aber für die war das Ganze ja sowieso nie zur Diskussion gestanden. Schauen wir mal, ob Crossplay kommt. Wenn ja, dann werden wir auf jeden Fall richtig viele Server bekommen. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Punkt, den ich aktuell sehr, sehr schätze. Durch diesen For-Free-Modus im Battlefield 5 für alle PS Plus-Mitglieder sind die Server wieder voll, egal zu welcher Uhrzeit. Man findet Server in jedem Spielmodus. Das ist einfach geil und das macht so viel aus. Also da hat man fast vergessen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, Battlefield 5 war tot, aber so wirklich am gesunden Leben war das Spiel nicht mehr. Das war Punkt 1 und Punkt 2, der Reveal ist jetzt auch von offizieller Seite auf jeden Fall für Juni bestätigt worden. Da bekommen wir es zusätzlich. Wird ja auch noch die E3 stattfinden, beziehungsweise steht in den Startlöchern. Das heißt, um euch nochmal einen kurzen Ausblick vorab zu geben, ich rechne damit, dass der Reveal dann Anfang Juni kommt und zur E3 werden wir hoffentlich schon Gameplay sehen. Vielleicht ist da auch schon eine Alpha am Start, man weiß es nicht. Vielleicht bekommen wir aber auch einen Gameplay-Trailer, wir werden das sehen. In jedem Fall wird Juni der Monat, wo DICE EA damit beginnt, die Community offiziell mit Infos zu füttern und das wird dann nochmal schön aufgebaut, der Hype wird nochmal schön aufgebaut, bis dann eben auch das Game zur Holiday Season, auch das wurde in diesem Conference Call nochmal bestätigt, erscheinen wird. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall schon auf erstes Gameplay zur E3, ob das dann kommt, werden wir sehen. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, ihr seid as always auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es ist jetzt wirklich mal wieder ein etwas ausführlicheres Video geworden. Wenn es euch gefallen hat, dann haut doch ein dickes, fettes Like raus und wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif und bis dahin, euer A-Team.